Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Ich zeige euch heute in meinem Video, wie ihr solche schönen, tollen Halloween-Mumien-Teelichtgläser ganz einfach selber nachmacht. Es ist ganz einfach, alles was ihr dazu braucht. Das ist einfach mal ein Glas. Also ihr könnt ganz verschiedene Gläser nehmen. Ich habe jetzt einfach mal ein Trinkglas von mir genommen. Ihr könnt natürlich auch Einweggläser nehmen, also ist euch überlassen. Dann braucht ihr einmal eine Kerze, wo ihr dann danach da reinstellt. 2 Wackelaugen für ein Glas und einfach mal eine solche Mullbinde, die gibt es auch überall zu kaufen. Und diese müsst ihr dann durch 3 Teile teilen. Das heißt, ich habe jetzt einmal so ein Stückchen genommen. Das ist jetzt ein Teil, also eine Binde reicht ungefähr für 3 Gläser. Genau, und dann braucht ihr noch einen Textilkleber. Ihr könnt auch mit einem normalen Kleber diese Augen hinkleben, weil mir braucht es wirklich nur für die Augen, genau. Und eine Schere zum Abschneiden für diese 3 Teile. Genau, und wie das geht, das zeige ich euch jetzt. So, ihr nehmt einmal euer Glas, dann habt ihr diese Mullbinde, die müsst ihr ein bisschen aufwickeln. Genau, und ich nehme jetzt einfach mal, also ich halte hier feste, so. Und dann wickelt ihr das hier komplett um das Glas rum. Also es macht auch nichts, wenn es einmal ein bisschen so feste gezogen wird oder einmal ein bisschen lockerer. Ihr könnt es ganz individuell machen. So, und dann einfach einmal aufwickeln. Genau, hier ist jetzt ein bisschen, ja, das ist dieses Filz, was da innen drinnen ist. Aber das könnt ihr dann ganz einfach wegschneiden. Das macht nichts. Und einfach weiter wickeln, bis ihr dann am Ende angekommen seid. Seht ihr, das hier bleibt hier manchmal übrig. Das hatte ich jetzt auch bei diesen anderen 2 Gläsern, aber das ist nicht schlimm. Einfach weiter wickeln. Genau, und wenn es einmal ein bisschen hängt, einfach mal ein bisschen auseinander fieseln. Und dann geht es dann auch schon weiter. Also es muss nicht perfekt sein. Es kann auch so sein, so wie dieses Glas hier. Ich finde es sogar ein bisschen schöner, das nicht so perfekt ist wie die anderen. Genau, und dann einfach weiter wickeln. So, bis ihr dann am Schluss angekommen seid und euer letztes verwickelt habt. Ich habe es so gemacht, ich habe es einfach hier irgendwo dann reingesteckt. So, weil dann könnt ihr dieses Glas auch nach Halloween wieder benutzen. Das ist jetzt zum Beispiel dieses, diese Binde, was in dieser Mullbinde drinnen ist. Das schneide ich jetzt einfach mal ab und kann es wegschmeißen. So sieht dann euer Glas am Schluss aus. Ihr könnt hier das auch noch ein bisschen variieren, damit ihr hier ein bisschen runterzieht. Oder, also für mich passt es jetzt so. Genau, dann nehmt ihr eure Augen. Nehmt einmal euren Bastelkleber oder Textilkleber, je nachdem. Tut hier einmal einen Kleber drauf. Schaut einfach mal das Glas an, wie es euch am besten gefällt. Weil hier, wo wir jetzt zum Beispiel das reingesteckt haben, verbunden haben, das möchte ich jetzt nicht hier ganz vorne haben. Deswegen drehe ich das jetzt ein bisschen um. Hier schaut es ganz toll aus. Klebe hier mein Auge drauf. Mache hier am nächsten Auge auch noch ein bisschen Kleber drauf. Und klebt das, ja genau, mir gefällt es hier so. Und klebt das hier so drauf. Halt, das Auge mag nicht, aber das hält jetzt dann schon nach ein paar Minuten. Genau, und fertig sind eure Halloween-Deko-Gläser. Ihr könnt auch ganz viele davon machen und könnt es zum Beispiel vor eure Türe stellen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel auch ein größeres Glas habt oder zum Beispiel auch eine Vase, könnt ihr natürlich auch mit einer Mullbinde arbeiten, dass ihr diese Binde komplett um diese Vase bindet und dann auch die Augen drauf macht. Ihr könnt auch zum Beispiel, was ich auch noch persönlich ganz toll finde, wenn ihr hier zum Beispiel solche Dekospinnen habt, könnt ihr die natürlich auch einfach irgendwie so auf euer Glas drauf machen und ja, habt dann wirklich eine ganz tolle Halloween-Dekoration. Ist auch ganz günstig, weil Gläser hat, denke ich mal, jeder zu Hause. Und ja, diese Mullbinden sind auch nicht teuer. Also ihr findet die auch in euren
Verbandskasten vom Auto. Da habe ich mir jetzt mal 2 Stück geklaut. Und ja, genau. Und das ist eine ganz tolle Halloween-Dekoration. Genau. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Nachmachen und schöne Halloween. Ciao!